Nachdem wir im letzten Video bei sengender Hitze zur Burg und Klosterruine Eubin im Zittauer Gebirge geklettert sind, brauchten wir dringend eine Abkühlung. Wie schon einmal vor 2 Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht zum Berzdorfer See südlich von Görlitz. Was der Freistaat Sachsen in der Oberlausitz alles zu bieten hat, seht ihr in dieser Folge. Und los geht's! Guten Morgen, wir hatten eine sehr, sehr ruhige Nacht. Es war wunderschön hier, ganz schön schwül zur Zeit. Wir gehen noch eine Runde baden und dann geht's los. Hey, Pferdefahrt. Die hat richtig gute Laune. So, ich gehe noch mal eine Runde tauchen, weil der See so schönes, klares Wasser hat. Mal sehen, ob man was sehen kann, ja. Der Berzdorfer See befindet sich an der südlichen Stadtgrenze von Görlitz in der Oberlausitz. Er besteht aus dem von 2002 bis 2013 gefluteten Restloch des ehemaligen Braunkohletagebaus Berzdorf. Mit einem Volumen von etwa 330 Millionen Kubikmetern und einer Wassertiefe von bis zu 72 Metern ist er einer der größten Seen in ganz Sachsen. Um 1835 begann, damals noch in Schächten unter Tage, der Abbau von Braunkohle in Berzdorf. Nach mehr als 80 Jahren wurde auf Tagebau umgestellt. Aufgrund des hohen Flächenbedarfs für den Tagebau wurde der Ort Berzdorf Anfang der 60er Jahre umgesiedelt. In Spitzenzeiten in den 80er Jahren beschäftigte der Tagebau etwa 7000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Jahr 1988 musste auch der Ort Deutsch-Ossig dem Kohleabbau weichen. Die Überbleibsel des ehemaligen Dorfs sind am Ufer des Sees teilweise noch heute erhalten. Nach mehr als 150 Jahren des Braunkohleabbaus wurde die Kohleförderung 1997 endgültig eingestellt und die Region nach und nach zum Naherholungsgebiet umgestaltet. Und das ist mehr als gelungen, denn der Berzdorfer See zieht täglich unzählige Badegäste und Freizeitsportler an und bietet auch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. So, nachdem wir uns am See abgekühlt haben, schauen wir uns jetzt noch ein bisschen die wunderschöne Stadt Görlitz an. Kommt mit. Wer zum ersten Mal nach Görlitz kommt, wird vor allem von der architektonischen Vielfalt überwältigt sein. 4000 größtenteils aufwendig sanierte Einzeldenkmale aus Gotik, Renaissance, Barock, Jugendstil und der Gründerzeit, prächtige Zeugnisse aus der mehr als 500 Jahre europäischen Baugeschichte. Die wunderschöne Stadt an der Neiße wartet mit vielen Superlativen auf. Hallo Leute, das hier ist der berühmte Flüsterbogen aus Görlitz. Ich moderiere für euch von der anderen Seite. Coole Sache, oder? Von der Pracht der mittelalterlichen Tuchmacherhäuser am historischen Untermarkt über die Barockbauten des Obermarkts bis hin zum geschlossenen Gründerzeitviertel. Die reiche Geschichte der Stadt im deutsch-tschechisch-polnischen Dreiländereck ist allgegenwärtig und damit bewirbt sich Görlitz auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und? Wie gefällt dir Görlitz? Richtig, richtig gut. Also Görlitz ist eine wunderschöne Kleinstadt hier in Ostsachsen und wenn ihr mal Lust habt auf einen Städtetrip in Sachsen, dann empfehlen wir euch unbedingt Görlitz zu besuchen, weil es gibt ringsherum wunderschöne Natur. Die Altstadt hat ganz viel Kultur und Architektur und natürlich auch viele kulinarische Highlights zu bieten. Also Görlitz ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das beeindruckende Stadtbild begeistert nicht nur Besucher, sondern regelmäßig auch nationale und internationale Filmproduzenten, die neben der traumhaften Kulisse besonders die Gastfreundlichkeit der Görlitzer schätzen
Ob in gemütlichen Restaurants und Cafés, in mittelalterlichen Gemäuern, bei den zahlreichen kulturellen Veranstaltungen im europäischen Flair der deutsch-polnischen Europastadt, auf Shoppingtour oder ganz entspannt am traumhaften See vor den Toren der Stadt. So, man kann hier natürlich auch Stadtrundfahrten machen, geführte Rundgänge, alles was man möchte, ja. Genau, auf eigene Faust oder man macht es sich einfach. Es kommen uns eigentlich gefühlt, und das obwohl Werktag ist und keine Ferien, die ganze Zeit Reisegruppen. Amerikaner haben wir schon gesehen, Russen kamen uns gerade entgegen, deutschsprachige Reisegruppen, also hier ist richtig was los. Görlitz hat viel zu bieten. Die Lage im Dreiländereck macht Görlitz zudem zu einem perfekten Ausgangspunkt für Kurztrips in die Oberlausitz, nach Polen oder Tschechien, zum Beispiel zum UNESCO-Weltkulturerbe Fürst-Pückler-Park, nach Breslau oder nach Prag. So, wir sind ein bisschen durch Görlitz geschlendert, das war richtig schön. Und jetzt geht die Reise weiter. Wohin, seht ihr gleich. So Leute, ich habe es euch ja beim letzten Mal schon erzählt. Ich habe Familie hier in der Ecke, Görlitz, Zittau und eine sehr gute Freundin aus der Lausitz. Deswegen bin ich ein bisschen hier, so sage ich mal, unterwegs gewesen, als Kind vor allen Dingen. Und jetzt sind wir erstmal nach Polen gefahren zum Tanken. Der Chrissy hat drauf bestanden mal wieder. Oh, jetzt bin ich hier der Pfennigfuchser. Ja, ich bin's nicht. Aber was krass ist, wir sind früher als Kind, habe ich so eine Kindererinnerung, in Anfang der 90er, sind wir dann immer in Zittau über die Grenze gelaufen nach Polen. Und dann ist unmittelbar nach der Grenze so ein Polenmarkt gewesen mit super vielen Buden und sowas. Und jetzt sind wir gerade hier in Bad Muskau aus Deutschland nach Polen gefahren, und es ist wirklich krass, wie in meiner Kindheitserinnerung, direkt nach der Grenze so ein Polenmarkt mit allem, was es damals auch gab, Körbe, daran erinnere ich mich speziell, ist auch jetzt noch so Schuhe, Klamotten, Zigaretten und krass auch, finde ich, Feuerwerkszeug, also so richtige Shops mit Feuerwerkskörpern. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich finde aus mehreren Gesichtspunkten heraus das Abfeuern, das Abzünden, das Anzünden von Feuerwerk bedenklich. Zum einen, wenn du mal zum medizinischen Personal gehörst und hast mal Silvester Krankenhausdienst gehabt, dann, ich glaube, alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Und das andere ist, es natürlich auch extrem schädlich für die Umwelt und für die Tiere, alle armen Tiere im Wald, die sich da erschrecken in dieser Silvesternacht. Ja, also verschiedene Punkte, die aus meiner Sicht gegen Feuerwerk sprechen. Wobei das hier eher Sprengstoff ist, was es hier gibt. Ne? Was hast du gesagt? Wobei das hier eher Sprengstoff ist, was es hier gibt, muss man auch mal sagen. Ja, das ist schon eher Krieg als Silvester, so, ne? Aber naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, kontroverses Thema. Es gibt Leute, die sparen einen ganzen Monatslohn und zünden das an. Ich finde es nicht so geil, aber jeder soll das natürlich machen, wie er selbst möchte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr Silvester Team Wunderkerze seid oder Team China-Böller. Oder Team Bleigießen oder Team Tischfeuerwerk. Ja. Oder Team Lasershow. Ansonsten bis gleich. So, nächste sächsische Sehenswürdigkeit. Parkplatz ist groß ausgebaut, aber es sind nur 10, 12 Autos da, also nicht viel. Und wir schauen mal, wie es aussieht. Das ist hier ein Park, der bekannt für seine Rhododendren ist. Die blühen jetzt natürlich nicht mehr. Ich glaube, das ist im Frühling der Fall. Aber es ist trotzdem schön hier. Schön grün. Cool.
Ah, hier ist doch noch ein blühendes Exemplar. Cool. Every day you've been trying to find your crown. Happy camper through the ups and downs. Keep Das sieht irgendwie unreal aus hier. Wahnsinn. Der Und die Wahnsinn. Brücke da unten ist und die Brücke da ist die Rakotzbrücke und nicht die da unten. Das ist wirklich die Rakotzbrücke, ne? Ja, aber nicht die da unten runter. Genau. Das ist nicht die Rakotzbrücke. Genau. Die große. Aha. isn't enough. Let's be So, Hedwig nutzt die Chance, um sich ein bisschen abzukühlen. Fein. well, you know Fein. they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the lawn, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, start the race. We should be kings and queens every day. When the crowd is calling our names, and the storm is one with our game, we just keep burning the flame. You are one of us. We say, come, whatever may, we join forces today. Oh no, half isn't enough. Let's build castles now. Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. So, das war hier die berühmte Rakotzbrücke oder auch Teufelsbrücke genannt. Der Park drumherum, der ist richtig schön. Das hätten wir gar nicht gedacht. Also der größte Rhododendron-Garten, ich glaube, Europas, aber mindestens Deutschlands. Also das war richtig entspannt, hier einmal durchzulaufen. Richtig schön. Und jetzt geht es für uns weiter. Wir haben immer noch 30 Grad. Wir schwitzen wie verrückt. Deswegen geht es jetzt noch mal zu einem Gewässer. Hier in der Oberlausitz war ja alles Braunkohleabbaugebiet und da gibt es ganz viele richtig schöne Seen und da haben wir uns einen ausgesucht. Mal sehen, wie es da ist. Bis gleich. Nicht nur in der Oberlausitz, bei Görlitz wurde Braunkohletagebau betrieben. Auch der Norden des Freistaats Sachsen zählt zu einem riesigen Braunkohlerevier, das mit seinen Kraftwerken in Brandenburg und Sachsen zusammen eine Leistung von ca. 8000 Megawatt erzeugt. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland ca. 126 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, eine Menge, die mit 299 Millionen Tonnen nur durch China getoppt wird. Neben dem Rheinischen und dem Mitteldeutschen Revier zählt das Lausitzer Revier zu den 3 großen Braunkohleabbaugebieten Deutschlands. Mehrere kleine Braunkohlereviere gelten inzwischen als ausgekohlt. Braunkohletagebau geht mit hohem Flächenverbrauch einher. Nach ihrer Inanspruchnahme durch den Tagebau werden diese Flächen durch die Bergbaubetriebe wieder rekultiviert, so auch rund um die nordsächsische Stadt Hoyerswerda. Der Ort existierte vermutlich seit dem 12. Jahrhundert, allerdings blieb Hoyerswerda bis in die 1950er Jahre eine Kleinstadt. Erst mit dem Ausbau der Braunkohlegewinnung und Verarbeitung erfuhr Hoyerswerda große stadtbauliche Erweiterungen. Es entstanden die durch Plattenbauweise geprägten Wohnkomplexe. Die Bevölkerung vervielfachte sich von etwa 7000 Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg auf über 70.000 Einwohner. Mit der wirtschaftlichen Veränderung der deutschen Wiedervereinigung setzte allerdings wie vielerorts ein starker Bevölkerungsrückgang ein. Ende 2021 betrug die Einwohnerzahl von Hoyerswerda ca. 31.000.
Im Umland der Stadt erstreckt sich das Lausitzer Seenland, die mit 25 großen Seen und kleineren Gewässern künftig größte künstlich angelegte Seenlandschaft ganz Europas. Die Seenplatte dehnt sich von Nord nach Süd etwa 80, von West nach Ost etwa 40 Kilometer aus. Das neue Seenland entsteht großteils aus Restlöchern ehemaliger Braunkohletagebaue. Diese werden geflutet und in Seen umgewandelt. Einige der entstehenden Seen haben ihren Endwasserstand bereits erreicht. Andere werden erst in einigen Jahren vollständig geflutet sein. Im Zentrum des Lausitzer Seenlandes entsteht durch die Verbindung von 9 Seen mit schiffbaren Kanälen die Lausitzer Seenkette, die mit ungefähr 7000 Hektar Wasserfläche eine ganz besondere Bedeutung für touristische Entwicklung der Niederlausitz haben wird. Geplant ist, die Seenlandschaft zu einer überregional bedeutsamen Wasserlandschaft mit sportlich attraktivem Charakter werden zu lassen. Zu diesem Zweck sind umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur nötig. Die ersten Projekte befinden sich bereits in der Realisierung. Guten Morgen hier vom wunderschönen Scheibesee. Wir hatten eine richtig gute, ruhige Nacht. Eigentlich waren ja Unwetter angesagt, aber es war bloß ein kleines Gewitter mit Regen, war kein Problem. Und gestern waren wir hier an dem See baden, der einfach herrlich ist. Und heute geht es weiter nach Bautzen. So, Susanne, was haben wir hier? Zum ersten Mal wieder größerer Einkauf in Germany. Ja. Tatsächlich auch echt bei Lidl. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal beim Rewe Ja. und auch im Edeka. Ja. Aber hier ist Und- jetzt griechische Woche und ich habe so Sehnsucht. Also es ist griechische Woche und ich hatte so Sehnsucht nach denen. Und Markise mit. Da gibt es hier die dicken griechischen Bohnen. Oh geil, ja, schön, die Da waren habe gut. ich jetzt so ziemlich den Ich glaube, Vorrat leer in gekauft. Griechenland sind die größer, kann das sein? Nee, die Bohnen oder die Dosen? Die Bohnen, die Ich Dosen habe ja noch auch. nicht reingeguckt. Nee, die Dosen sind, ja doch, die sind etwas größer gewesen. Ja. Ja. Also ich habe jetzt den Bestand leer gekauft Hab so eine Riesendose. und dann natürlich den Rest auch gleich mit eingekauft. Ja. Was ist das hier mit Markise auf dem Parkplatz? Ja, Wollen es wir- regnet ja, was und sagt das Ordnungsamt dazu? hat uns noch nicht erwischt bis jetzt. Gut, okay. Wir schauen uns jetzt Bautzen an. Soll das heute irgendwann mal aufhören zu regnen? Dann gucken wir uns Bautzen an. Ich packe übrigens immer alles aus und lasse den Müll gleich hier, weil dann hat der Mitverantwortliche für den ganzen Müll auch die Entsorgung zu organisieren. Susanne, das ist richtig clever. Das ist asozial, ne? Nein, asozial nicht. Ich finde, es soll so einen Anreiz bieten, dann einfach weniger Verpackung zu machen. Zum Genau. Beispiel sind jetzt hier diese Fertiggerichte nochmal in so einer Tüte extra verpackt. Könnte man doch auch nur die Tüte machen. Braucht man doch nicht hier so eine Schachtel noch drum machen. Ganz Oder genau. nur die Schachtel. Das wäre noch besser, weil die ist aus Papier und nicht aus Plastik. Sehe ich auch so. Aber okay. Da sammelt sich schon was an, ja. Kommt ein bisschen was zusammen, ja. Ja. Genau. Mein Eis So, sieht lecker aus. na dann, wir hoffen mal, dass es aufhört zu regnen. Bis später. Eigentlich wollen wir uns ja Bautzen angucken, aber es regnet heute so in Strömen. Ich hoffe, dass man noch mal eine kleine regenfreie Pause für uns dabei ist. Schauen wir mal.
Bautzen mit seiner historischen Altstadt, der malerischen Lage über der Spree und den vielen märchenhaften Türmen ist für viele Menschen das Sinnbild einer mittelalterlichen Stadt. Gäste aus ganz Deutschland finden hier eine einzigartige Atmosphäre vor. Ein Stadtbummel oder ein Besuch der kulturellen Einrichtungen lässt Besucher in eine andere Welt eintauchen. In einem der vielfältigen Restaurants der Stadt, auf den Spuren der Sorben oder bei einem Spaziergang am ruhigen Spreeufer können Gäste herunterkommen und abschalten. Ein besonderes Merkmal des Stadtbilds Bautzens sind die Türme. Schon von Weitem beeindruckt die Stadt mit ihren vielen Türmen, die über sie zu wachen scheinen. Einer der bekanntesten Bautzener Türme ist der Reichenturm, der auch der schiefe Turm von Bautzen genannt wird und vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt. Er ist 56 Meter hoch und hat eine Neigung von mehr als 1,4 Meter in Richtung Nordwest. Dennoch kann man ihn während der Sommermonate besichtigen und von der Plattform aus einen herrlichen Panoramablick über die ganze Stadt genießen. So, das waren unsere Bilder von Bautzen. Es ist eine sehr schöne, gemütliche Stadt, absolut zu empfehlen und wir fahren jetzt weiter. Vorher gibt es natürlich einen Kaffee von der Braumeisterin. No coffee, no working. Kleiner Insider. No Prost. coffee, no working. Danke. Wer sagt das immer? Schreibt es mal in die Kommentare, wer ihn kennt. Das war Teil 3 unserer Sachsen-Rundreise. Abonniert unseren Kanal und schaltet wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, tschüss!